In diesem Video wollen wir einen Buy Trailing Stop erstellen, der mit Hilfe der Bollinger Bänder nachgezogen wird, sobald der Preis in die richtige Richtung geht. Also schauen wir uns mal an, wie man so etwas mit MQL5 programmieren kann. In diesem Video erstellen wir einen Expert Advisor, der Bollinger Bänder zur Verwaltung von Handelspositionen verwendet. Sehen wir uns an, wie das geht. Wir öffnen zunächst den Meta-Editor, indem wir auf das Symbol klicken oder F4 drücken. Beim Programmieren beginnen wir mit der Einbindung der Datei TradeTrade.mqh, die für Handelsfunktionen erforderlich ist. Wir erstellen eine Instanz der cTrade-Klasse mit dem Namen Trade. Diese Instanz wird zur Ausführung von Handelsgeschäften verwendet. Die OnTick-Funktion ist der Ort, an dem die Hauptlogik des Expert Advisors ausgeführt wird. Wir deklarieren eine statische Variable namens LastStopBollingerBandsValue, um den letzten Stoppwert der Bollinger Bänder zu speichern. Dies hilft bei der Verfolgung von Änderungen des Stoppwerts über Ticks hinweg. Wir berechnen den Ask-Preis mit Hilfe der Funktion SymbolInfoDouble mit dem Parameter SymbolAsk und normalisieren ihn auf die Anzahl der durch Digits angegebenen Stellen, die die Anzahl der Dezimalstellen bestimmt. In ähnlicher Weise wird der Bitpreis mit Hilfe des Parameters SymbolBit berechnet. Das Programm prüft mit Hilfe der Funktion PositionsTotal, ob es offene Positionen gibt. Wenn es keine Positionen gibt, wird ein Buy-Trade von 0,10 Lots ausgeführt, was 10 Microlots entspricht. Der Trade wird zum Ask-Preis mit einem Stop-Loss von 0 und einem Take-Profit von 150 Punkten über dem Ask-Preis platziert. Nach der Platzierung des Trades wird der LastStopBollingerBandsValue auf 0 zurückgesetzt. Als nächstes erstellen wir Arrays mit den Namen Upper Band Array und Lower Band Array, um die Bollinger Bänder-Werte zu speichern. Diese Arrays werden mit Hilfe der Funktion ArraySetAsSeries so eingestellt, dass sie von der aktuellen Kerze abwärts sortiert werden. Die Bollinger Bänder werden mit Hilfe der Funktion iBands mit Parametern für das Symbol, den Zeitraum, den gleitenden 20-Perioden-Durchschnitt, die Nullpunktverschiebung und eine Abweichung von 2 definiert. Der Schlusskurs wird für die Berechnung verwendet. Die Copy-Buffer-Funktion wird verwendet, um die oberen und unteren Bandwerte in die jeweiligen Arrays zu kopieren. Wir berechnen die letzten oberen und unteren Bandwerte mit Hilfe der Arrays. Wenn der letzte untere Bandwert unter dem Bitpreis und über dem LastStopBollingerBandsValue liegt, rufen wir die checkBollinger-Trailing-Stop-Funktion mit dem letzten unteren Bandwert als Parameter auf. Diese Funktion aktualisiert den LastStopBollingerBandsValue für zukünftige Aufrufe. Innerhalb der Funktion checkBollingerByTrailingStop durchlaufen wir alle offenen Positionen mit Hilfe einer For-Schleife. Für jede Position rufen wir das Symbol ab und prüfen, ob es mit dem aktuellen Symbol übereinstimmt. Wenn dies der Fall ist, rufen wir das Positionsticket und den aktuellen Stop-Loss ab. Wenn der aktuelle Stop-Loss unter dem letzten unteren Bandwert liegt, ändern wir die Position, um den Stop-Loss mit Hilfe der Funktion PositionModify auf den letzten unteren Bandwert zu verschieben. Nach dem Schreiben des Codes drücken wir F7, um ihn zu kompilieren. Wenn Ihnen das zu schnell war oder Sie nicht verstehen, was der gesamte Code macht, können Sie sich den Premium-Kurs auf unserer Website ansehen oder sich zuerst eines der Basisvideos ansehen. Sobald der Code kompiliert ist, kehren wir zu MetaTrader zurück, indem wir F4 drücken oder auf das Symbol klicken. In MetaTrader drücken wir STRG und R, um den Strategietester zu starten. Wir wählen den Expert Advisor aus, den wir gerade erstellt haben, aktivieren den visuellen Modus und starten einen Strategietest. Wir sollten den Expert Advisor auf dem Chart sehen. Wenn Sie bereits Mitglied des Premium-Kurses sind und eine Idee für ein Video wie dieses haben, können Sie uns eine E-Mail senden. In diesem Video haben wir gelernt, wie man einen Expert Advisor erstellt, der Bollinger Bands verwendet, um Trades mit ein paar Zeilen MQL-Code zu verwalten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Okay, ich hoffe, dass das mit dem Buy Trailing Stop bei Ihnen funktioniert. Wenn das zu schnell war oder wenn Sie keine Ahnung haben, was der Code bewirkt, dann möchten Sie sich vielleicht zunächst die anderen Grundlagenvideos nochmal anschauen oder vielleicht ist auch der Premium-Kurs auf unserer Webseite interessant für Sie. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video.